Ja, das ist so der klassische Sportwagen, der beziehungsweise ist gebaut worden von 1968 bis 1971, ist er um die 70er Jahre herum und war der Nachfolger der berühmten 190 SL, des 190 SL Roadsters und des 300 SL. Das war ja 50er Jahre, als die gebaut wurden. Und dagegen ist das Auto mittlerweile richtig modern hier. Also er hat 170 PS, 2,8 Liter. Wenn er gut eingefahren ist, läuft er auch wirklich klasse. Und 190er hatte seinerzeit noch 4-Zylinder mit 105 PS und 300 SL war natürlich der Supersportwagen. Und man hat dann versucht, ein männlicheres Auto mit mehr Ecken und Kanten zu gestalten und das war die Pagode. Pagode heißt übrigens das Auto wegen dem Hardtop, weil das so nach innen gebeugt ist und Ähnlichkeit mit einer Pagode hat. Und es sind von dem Auto also relativ viele gebaut worden, ich glaube fast 50.000. Ist aber ein Fahrzeug gewesen, was leider oft in schlechte Hände gekommen ist, dann nicht immer im richtig guten Zustand war und viele sind heute restauriert. Das ist auch bei unserem Auto der Fall. Der ist voll restauriert. Übrigens, da war die Firma HK dran, da war die Firma Rella dran und die Firma Feth. Also das sind 3 bedeutende gute Restauratoren in Deutschland, die haben an dem Auto gearbeitet und bestätigt wird das dann durch mehrere wirklich gute Gutachten. Also ist ein gutes Auto. So ein Wagen kostet natürlich auch sein Geld. Das ist alles restauriert. Der Eigentümer wollte sich da eine Freude mitmachen. Und hat aber gesagt, ich bin jetzt genug Pagode gefahren, er ist seit der Restaurierung ungefähr 7.000 Kilometer gelaufen und ich verkaufe den Wagen jetzt. Ihr seht, das könnt ihr hiervon sehen, hier ist der Hamburger Flughafen direkt dran und wir suchen jetzt gerade Straßen, wo wir einigermaßen vernünftig fahren können. Ja, er zieht gut durch, also er hat eine lange Übersetzung bekommen. Als Ursprungsland ist das Auto mal in Amerika zur Welt gekommen. Mitte 69 ist dann Anfang 70 zugelassen worden in Amerika, war lange Zeit in Amerika, ist dann irgendwann rübergekommen. Man kann das übrigens erkennen, dass das eine US-Pagode ist, hier an den Türtaschen. Die sind nämlich nicht fest mit dem Chromrand, so waren die Deutschen, sondern das sind solche Schlabberteile mit so einem Ziehband. Oder wie auch immer man das nennt. Also das waren halt die amerikanischen. Und man sieht das auch hier an dem eloxierten Ring. Die deutschen Pagoden hatten richtig einen Chromring, das haben die Amis nicht gehabt. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, was eine Pagode kann. Er zieht schön durch, ja, Auto läuft gut. Was ja toll ist bei dem Auto ist die Farbe. Also wir haben das mal so ein bisschen geguckt. Die meisten waren ja in weiß und das finden die Leute heute relativ langweilig. Das Auto ist Anthrazit, was schick ist. Hat die original hellgraue Teppichschlinge hier vorne, die ist richtig. Hat im Übrigen auch eine Mittelautomatik und dann dazu schwarzes Leder. Leder war damals ein Extra. Viele Autos haben damals dieses Sky gehabt, MB-Tex. Das sieht also nach, ich sag mal, 40, 50 Jahren teilweise ziemlich runtergewohnt aus. Und wenn ein Auto also teuer aufwendig gemacht wird, dann wird das alles restauriert, dann macht man es in Leder und das ist hier der Fall bei dem Auto. Ja, fahren tut das schön, muss ich sagen. Was nicht ganz original ist, ist hier das Leder um den Lenkradkranz, aber ich sehe an diesem Riss, den es hier vorne gibt, das ist noch das Originale. Und ich nehme mal an, dass das Lenkrad nicht mehr in so einem ganz tollen Zustand war. Da hat man gesagt, man macht das so. Die Teile für so einen Wagen sind mittlerweile doch auch relativ teuer. Und so einen Wagen dann wirklich komplett zu restaurieren, kostet eine Menge Geld. Hier vorne, kurz zum Armaturenbrett, er hat das Becker Europa, das ist das originale Becker-Radio von damals. Das ist die wunderschöne originale VDU-Uhr, könnt ihr hier vorne sehen. VDU war damals von Mercedes ihr Hauptlieferant. Und hier vorne haben wir die Heizungshebelchen. Die sind in Amerika wahrscheinlich kaum benutzt worden, sie funktionieren aber, hier ist warm, hier ist kalt. Linke Seite, rechte Seite. Hier auch alles in einem guten Zustand. Das ist der Auslass für die Heizung. Auch schön aus Chrom. Das sind oft angegangen oder nicht mehr im guten Zustand. Die hier sind im guten Zustand. Und das gleiche gilt auch für die Armaturen, die er hat hier. Das sind die originalen Zifferblätter. Es gibt heute so Dinger im Teilehandel, die sind nicht mehr echt. Das sind die richtigen. Und man hat damals das auf 0 gestellt. Also ihr könnt sehen, er hat jetzt 6.660 Kilometer seit Restaurierung. Das ist er gelaufen. Hier vorne das Holz, das war damals ein bisschen stumpf im Original. Das hat hier jetzt wahrscheinlich ein Möbelschreiner lackiert. Das ist nicht ganz richtig, aber dass er Holz da vorne hat, das stimmt. Das Schöne bei so einer Pagode ist, man kann sagen, das ist ein Oldtimer, der absolut alltagstauglich ist. Und ich persönlich finde so ein Auto auch sehr, sehr schick. Der hat ganz tolle Formen. Eine Pagode ist immer sofort wieder zu identifizieren. Ich kann mich noch erinnern, also meine Eltern hatten ja damals VW.
Da konnten wir uns einen schnellen Wagen nicht leisten. Aber wenn so eine Pagode von hinten angerauscht kam auf der Autobahn, das war schon ein ganz bedeutendes Erlebnis. Die waren also für damalige Zeiten, so für End 60er Jahre, richtig rassige, tolle Sportwagen. Also so ein Auto, ich meine, das müssen wir mal schätzen, hat wahrscheinlich 25.000 bis 30.000 Mark gekostet. Das war zur damaligen Zeit viel. Er war ja dann der Nachfolger vom 230 SL bzw. 250 SL. Die Autos sind ja gebaut worden ab 1963 und erst mit der 230er Maschine, die aber deutlich unrunder lief als der 280. Das war praktisch dann die richtige Endentwicklung dieser Maschine. War ein sehr gut gelagerter Motor, relativ leise, laufruhig, hat eine tolle Leistung gehabt mit 170 PS und war Mercedes, der immer in 200 Stundenkilometer schnell war, und das war eine ganze Menge. Und das merke ich jetzt auch. Also Auto hat eine Servolenkung, hat 4 Scheibenbremsen, er fährt sich wirklich gut. Das schlägt sich auch nieder in den heutigen Preisen. Also ein 280er SL kann teilweise fast doppelt so teuer sein wie ein 230er SL. Die Leute wollen vor allen Dingen 280er haben, weil das einfach das Auto ist. Als 280er ist er 3 Jahre gebaut worden. Es ging 1968 los und lief dann bis Mitte 1971 und dann war Schluss. Dann gab es die Baureihe 107, kennt ihr sicher, 350 SL bis 500 SL. Ja, das ist noch eine Pagode hier, sehr schön mit der Armaturenbrille. Also man hat auf Details damals Wert gelegt. Das war ja ein Entwurf von Paul Bracq. Der hat auch den Strich 8er entworfen und den Mercedes 600, der ja zeitgleich zu dieser Zeit auch gebaut wurden. Und der 280 SL war halt eben der Sportwagen par excellence. Das wollen wir jetzt gleich mal gucken, wie der so läuft hier. Es gibt hier so eine Straße um den Flughafen herum. Also das ist heute unsere erste Tour, die wir hier fahren. Ich muss mich da so ein bisschen dran gewöhnen. Wir wissen auch nicht ganz, wie das mit den Verkehrsverhältnissen ist. Übrigens, ihr merkt, diese Pagoden, die rucken so ein bisschen, wenn sie eine Automatik haben. Das tut er auch. Man kann zwar mit der Einstellung des Nivellierdrucks einiges hinbekommen, aber zu der Zeit waren die Pagoden noch nicht auf dem Stand, wie sie das heute sind. Das heißt, die Pagoden, überhaupt die Automatikgetriebe bei Mercedes, das meine ich jetzt. Aber man sitzt gut in den Sitzen, sind sehr, sehr sportlich geformt. Und fahren tut er also wirklich gut, hat auch einen guten geraden Auslauf und dank der 4 Scheibenbremsen bremst er auch gut. Ich versuche das gleich mal. Ist natürlich jetzt etwas anderes als wie in Bayern. Jetzt sind wir, ja, bremst super. Jetzt sind wir hier in den Straßen am Hamburger Flughafen herum. Aber das werden wir hinkriegen. Ist auch leider schon wieder stürmisch heute. In Hamburg ist der Sturm, wir sind ja hier in der Nähe der Nordsee. Öfter mal der Fall. Jetzt wollen wir mal gucken. Oh ja. Oh, der zieht aber ab. Hast du das gemerkt? Der hat richtig Power. Hat auch eine lange Hinterachsübersetzung. Also es sei erwähnt, dass die Amerikaner ja alle eine kurze Hinterachse haben. Ganz einfach deshalb, weil da darf man nur 55 Meilen fahren. Da war die Beschleunigung wichtiger. Aber das hat man hier alles modifiziert und ich kann euch sagen, der geht ganz schön los. Ja, muss ich sagen, überrascht mich. Müssen wir immer so ein bisschen am Blitzen gucken, weil in Hamburg sind überall Blitzgeräte. Und wenn hier 80 steht, dann dürfen wir nur 80 fahren. Aber so hier Umgehungsstraße ist schön, um so eine Probefahrt zu machen. Also ist ja, wie gesagt, heute Premiere. Jetzt gleich hier vorne könnt ihr sehen, ist die Startbahn Nord, wenn ich das richtig weiß, vom Hamburger Flughafen. Ja, oh, der zieht echt ab. Also ich sag mal, er hat natürlich eine richtige Geräuschkulisse, also man merkt auch, das ist ja nicht mehr so wie heute, da sind die Autos also relativ leise und je leiser und je geschmeidiger ein Auto wird, umso mehr fehlt dann auch die Seele, finde ich. Also der hat noch eine richtige Sportwagenseele hier. Ja, also das Ding geht richtig zur Sache hier, fährt richtig toll. Fährt schön geradeaus, die Bremsen funktionieren gut. Also man merkt, dass das ein Auto ist, was voll restauriert ist. Und wenn man so einen Wagen voll restauriert, das kostet also eine deutliche 6-stellige Summe. Aber der Wagen läuft klasse. Also muss ich wirklich sagen, super Sportwagen. Und was man die letzten Jahre sehen kann, ist, dass diese Autos wirklich sehr, sehr wertstabil sind und absolut ihren Preis auch halten. So, jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht verfahre. Ich fahre jetzt mal Richtung Norderstedt. Wir müssen wieder drehen und da wieder zurück. Achso, hier wird ja geblitzt hier vorne, genau, da haben sie mich sogar schon mal geblitzt, die müssen immer aufpassen, ne? Da vorne stehen sie, ne? Dann kommen die Leute hier mit 100 Sachen an und rattern hier durch, ne? Ja gut, aber daran werden wir uns auch noch gewöhnen, hier an die ganze Verkehrslage.
Aber das ist gar nicht mal so schlecht hier. Ne? Da kann man mal schön Stoff geben mit so einem Auto. Also Maschine läuft wirklich gut, ganz leise. Hier ist übrigens Armaturenbrett, nicht Armaturenbrett, ist klar. Hier ist die Handschuhklappe. Ist da jetzt alles drin, ist auch noch ein paar schicke Damenhandschuhe, hat wahrscheinlich eine Dame bewegt. Ja, das sieht alles gut aus. Auch das ist, wie gesagt, alles restauriert, das kann man sehen. Und ich finde es auch schöner, wenn so ein Wagen mal in weiß war, also wenn er jetzt nicht gerade original rotes Leder hat und so, dann kann man das ja lassen. Aber wenn das sowieso alles im mittelmäßigen Zustand war und dann noch eine weiße Farbe, finde ich bei so einem Auto relativ langweilig. Hier übrigens der Blinker hier vorne, schön grün. Hat auch dieses schöne Ticken. Ich erinnere mich als kleiner Junge noch, wenn man in Taxis bei Mercedes saß, dann tackt er das immer so. Und er hat auch diese klassischen Scheibenwischer, die in der Mitte hoch und runter gehen. Die hat es ja danach nicht mehr gegeben, die gingen ja dann nur noch so. Er hat sie noch. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier einen U-Turn machen können. Ja, das funktioniert wunderbar. Jetzt können wir schon zurückfahren Richtung Laden. Also laufen tut er gut. Das Gerucke bei der Pagode ist beim Automatikgetriebe normal. Das kriegt man nie richtig hin. Es ist auch deshalb ein bisschen so, dass geschaltete Autos meist ein bisschen lieber genommen werden. Meistens gab es die in 4-Gang-Schaltung, nur ganz, ganz wenige in 5-Gang. Und die kosten heute richtiges Geld, die sind sehr, sehr gesucht. Aber Automatik geht. Also ist ein Auto, sage ich mal, für die ganze Familie. Kann die Frau fahren, kann der Vater fahren. Hinten ist ein bisschen Platz, wobei unser hat einen Windschott, damit es nicht zieht. Das Windschott kann man rausnehmen und dann hat man da hinten, gab übrigens welche mit dem Einzelsitz als extra, das hat er nicht, er hat nur die normale Bank, da passt Gepäck rein. Also eigentlich ist das ein zweisitziger Sportroadster, dafür ist er gebaut. So, aber man kann im Verkehr richtig gut mitkommen, weil das Auto wirklich zackig nach vorne geht. Ja, hier kann man herrlich die Hamburger Landebahn sehen, den Flughafen. Und unser neuer Betrieb ist am Ende des Flughafens, exakt an der Südspritze. Da war ja bisher Bentley drin und Bugatti und McLaren. Ich dachte, das war eine einmalige Gelegenheit, deswegen haben wir das angefangen. Hamburg ist ein sehr interessanter Markt. Übrigens, es sei mal gesagt, unsere neue Telefonnummer für Hamburg ist 040, das ist die Vorwahl. Und dann die 25 33 5000. Also Nummer, die kann man sich auch gut merken, 040 25 33 5000. Übrigens, wir suchen immer noch 2 Kollegen, einen guten Aufbereiter, jemanden für die Mechanik, denke ich, haben wir gefunden. Und für den Verkauf brauchen wir auch noch einen Kollegen. Also wer Lust hat, in diesem wunderschönen Betrieb hier in Hamburg zu arbeiten, mal Probefahrten zu machen. Bei uns ist ja sehr, sehr viel. Es geht den ganzen Tag, ist Rummel bei uns. Bewerbt euch gerne bei mir oder eben auch bei uns. Ihr wisst die Adresse, Weg beim Jäger 224. Könnt ihr uns erreichen. Ja, Fazit von diesem Auto. Er läuft sehr schön, er bremst sehr gut. Er ist in Deutschland restauriert, was ich wichtig finde. Es gibt ja auch sehr viele Restaurierungen aus dem osteuropäischen Raum. Die sind zwar optisch schön, aber wie das da immer mit der Technik ist, weiß man nicht so genau. Also er läuft wirklich schön und guck mal, wie der loszieht. Selbst im 4. Gang, der hat richtig Power. Also ich habe eben nicht Kickdown gemacht, sondern nur im 4. Also das Auto hat Dampf. Spitze sind 200 Stundenkilometer bei dem Wagen. Und die wird er ohne Probleme erreichen. Die kann ich nur hier jetzt nicht fahren. Ja, was ist zu einer Pagode noch zu sagen? Also er macht ungefähr 9 Sekunden von 0 bis 100, wiegt 1,3 Tonnen, ist auch verhältnismäßig leicht, ist nicht so schwer das Auto und macht Spaß zu fahren. Und wir haben jetzt hier das feste Dach drauf, das Hardtop. Er hat hinten auch ein schwarzes Stoffdach drin, unterhalb der Klappe. Aber das haben wir mit Hardtop geliefert bekommen, deswegen fahren wir jetzt auch mit Hardtop. Wir werden euch gleich nochmal eine Pagode zeigen. Die hat eine andere Farbe, die hat Stoffdach, dann seht ihr, wie das aussieht. Ja, schönes Auto, steht hier bei uns in Hamburg, haben wir vor 2 Tagen bekommen. Lustigerweise kam der Wagen aus Süddeutschland, da haben wir gesagt, komm, den tun wir nach oben, weil wir jetzt ja erst dabei sind, hier den Laden aufzubauen. Also wir können ca. 100 Fahrzeuge hier präsentieren in Hamburg. Und im Moment leiten wir einige Autos hier vorne rum, weil wir haben jetzt ungefähr 30 Autos hier im Bestand. Und da wir immer darauf achten, wirklich nur gute Autos zu haben, dauert das halt einen Moment, bis der Laden da ganz voll ist. Ja, da vorne könnt ihr es schon sehen. Da vorne ist unser Geschäft. Wenn das nachts beleuchtet ist, kann man das 200 Meter weit sehen. Vielen ist ja diese Adresse bekannt als vormaliges Bentley-Haus der Kamps-Gruppe. Schaut mal hier, da vorne. Es fehlen auch noch die Schriftzüge, haben wir alles bestellt. Das wird die nächsten Tage, die nächsten Wochen geliefert werden. So. Jetzt zeigst du noch mal den Motorraum.
der wirklich also wie geleckt aussieht, tipptopp restauriert, das kann man sehen, Stehwände, alles neu. Man hat sogar auf die Deckel hier geachtet, das wird oft vergessen, wenn so ein Wagen restauriert wird. Das ist die Maschine, man hört, dass der toll läuft. Gebt mal ein bisschen Gas, dass ihr auch mal den Sound hören könnt bei dem Wagen. Also er hält exakt die 1000 Umdrehungen, läuft wirklich wunderbar. Ich mache ihn mal kurz aus, sonst verstehen wir uns nicht. Ja, also schaut euch mal die Farbe an. Ich finde, die ist super gelungen bei dem Auto. Ist auch so ein kleiner Test, wie geht die Haube zu. Klapp und sie ist zu. Wichtig für Pagodenfreaks ist hier vorne die berühmte Sicke. Könnt ihr hier vorne sehen, die ist in der Karosse, die deutet sich hier schon im Chromring an. Die läuft in der Karosse weiter. Also daran sieht man, hier ist gute Arbeit gemacht worden. Er hat auch hier die Originalplättchen. Wenn ihr die heute, viele Pagoden haben nicht mehr diese Originalen. Das ist das Originalteil. Die heutigen, die man kaufen kann, sehen anders aus. Also hier Chrom, das ist neu. Die schönen runden Frontleuchten. Der ganze Chrom, also schaut euch mal an, wie das alles sitzt hier. Es ist wirklich schön gemacht bei dem Wagen. Und ich finde, dass diese Farbe Anthrazit einer der schönsten ist auf dem Auto überhaupt. Der wirkt ganz, ganz edel. Was mir auch gut gefällt, ist Möwengrau Metallic. Sieht auch schick aus. Hat einen leichten Braunton drin. Dann hat er die originalen Fuchsfelgen, die es seinerzeit gab. Man hat da Weißweinreifen drauf gemacht. Gut, das ist jetzt Geschmackssache. Ich bin nicht so ein Freund von Weißweinreifen, aber er hat es halt eben. Ja, dann schaut euch mal die ganze Karosse an. Das ist wirklich toll gearbeitet. Auch hinten die Rückleuchten. Das ist ja wirklich alles neuwertig. Wenn ihr euch das mal anschaut, hier hat auch den Original Chrom-Tankverschluss, auch relativ selten. Mitunter werden da so Alu-Dinger drauf gebaut, die nicht richtig sind. Also an dem Auto stimmt alles. Und wie er hier so steht und welche Wirkung der Wagen erzielt, das finde ich wirklich klasse. Schaut euch das mal an, das ist doch ein ganz, ganz edles Auto. Sieht ganz edel, steht auch richtig in den Federn, hat den richtigen Sturz an der Hinterachse. Ja, und ich finde den Wagen wirklich schick. Er hat Understatement. Auch das Schwarz ist innen gut gewählt bei dem Auto. Ist ja wie gesagt alles neu gemacht, auch die ganzen Sattelarbeiten. Und wenn er da unten in die Radhäuser guckt, das ist alles neuwertig. Also das Auto ist von oben und unten voll restauriert. Und die Adressen, die an dem Wagen gearbeitet haben, die haben einen Namen in Deutschland. Der Wagen ist nicht... Ja, also halt eben in Deutschland gemacht. Ne? Das lassen wir mal so stehen. Ja, wie bei jedem guten Auto gibt es eine ganz dicke Akte. Das Auto ist klasse dokumentiert, das könnt ihr ja sehen, 5 cm dicke Akte. Also hat eine deutsche Zulassung, ist sowieso klar. Hier sind die ganzen Rechnungen von den Firmen, die an dem Auto gearbeitet haben, in sehr, sehr gutem Umfang. Also man kann das hier, HK Engineering, alles genau nachvollziehen, was gemacht wurde. Seitenweise Rechnungen. Also das Auto hat in der Restaurierung viel Geld gekostet. Hier ist übrigens die Originaldatenkarte. Also bei dem Wagen ist eigentlich alles dabei, was es braucht. Schaut mal hier die Originalpapiere aus der Zeit. Pagode. Also da hat sich wirklich jemand sehr viel Mühe gemacht. Dann Classic-Data-Bewertung, jede Menge. Ist also alles dabei, was es braucht, auch aus mehreren Zeitepochen. Fahrzeugbewertung, tja. Ja, und wenn es um Preis geht, ich sag mal, so ein Auto kostet natürlich sein Geld. Es gibt ja mittlerweile Pagoden, die werden aus dem Ostblock für über 200.000 € angeboten. Das ist hier nicht der Fall. Unser Auto liegt deutlich unter 200, aber eben auch über 150. Das muss man wissen. Dafür habt ihr hier einen Wagen mit so einer Akte, wo man sehen kann, was alles gemacht wurde. Und ich finde, das Ergebnis ist wirklich schick. Also das Auto sieht richtig edel aus für meine Begriffe. Ja, das war unser erster originaler Film in Hamburg auf Hamburgstraße. Ich muss sagen, das ist gut gelaufen. Wir werden mal gucken, ob wir noch ein bisschen schönere Ecken finden. Aber um Flughafen herum gibt es ja einige Freistellen. Also ich glaube, da kann man die Autos einigermaßen zeigen. Nur ab und zu in Bayern geben wir mal schönen Stoff. Also ich glaube, das können wir hier nicht machen. Aber man sieht ja auch so, wenn die Autos gut sind. Wenn ihr dann sonst noch Fragen habt, da ruft ihr uns hier an. Kollegen sind immer herzlich bereit, euch dabei zu helfen, das Auto noch ganz genau zu inspizieren. Wir haben mittlerweile auch eine tolle Werkstatt hier hinten mit Hebebühnen, mehreren. Also wirklich klasse. Ja, ich wünsche euch alles Gute bis zu unserem nächsten Film. Bleibt uns treu. Euer Stefan Luftschütz. Bis demnächst und tschüss. Tschüss. In Hamburg sagt man tschüss.